Hallo liebe Freunde, heute reden wir über Schachpuzzle. Schachpuzzle gibt es selbstverständlich schon lange. Ihr kennt sie vielleicht aus Zeitschriften oder Büchern mit Puzzlesammlungen. Schachpuzzle kann man auch gut verwenden, um eingeübte Konzepte nochmal zu wiederholen bzw. zu trainieren. In der heutigen Zeit gibt es viele Online-Kurse, aber ihr findet Schachpuzzle beispielsweise auch auf den bekannten Webseiten wie chess.com oder auch Lichess. Wir schauen uns heute mal die Möglichkeiten bei chess.com an. So, also dazu gehen wir auf Puzzle. Also es gibt als erstes die Tagesaufgaben und das entspricht ungefähr Puzzle, die ihr zum Beispiel in abgedruckten Zeitschriften findet. Die sind nicht individuell, sondern jeder sieht dasselbe Puzzle. Dadurch ist der Schwierigkeitsgrad natürlich nicht individuell auf euch angepasst. Das Interessante ist hierbei, dass es da noch ein Video zu den Puzzles gibt. Als nächstes schauen wir mal die individuellen Puzzles an, also das sind praktisch eure persönlichen Aufgaben und ich habe das hier noch nicht sehr weit betrieben und ihr könnt, das finde ich gut, haben sie neu eingeführt, den Schwierigkeitsgrad auswählen und wenn ihr hier ein Puzzle löst, dann kommt ihr halt nach und nach auf die nächste Stufe, das heißt, das passt sich an. Was es dann noch gibt, ist der sogenannte Puzzle Rush. Und hier muss ich ganz hart sagen, macht das mal ein paar Mal zum Spaß, aber lasst das. Die Idee ist, dass ihr innerhalb einer bestimmten Zeit so viele Puzzles wie möglich löst und ihr bekommt dann eben immer ein weiteres serviert. Und meistens sind die Motive ziemlich einfach. Und im Grunde genommen, meistens reicht es, dass man einfach Schach gibt oder naheliegend eine Figur wegnimmt. Wie ihr hier seht. Und die Frage ist halt jetzt, hier ist matt, welchen Lerneffekt habt ihr davon? Ihr seht ja die Puzzlebewertung, die steigt langsam an. Und sobald ihr mal ein schwereres Puzzle bekommt, wird das wieder ein bisschen zurückgesetzt. Der Lerneffekt ist halt sehr gering. Ausgenommen, ihr seid jetzt ganz blutige Anfänger, die wirklich Matten 1 noch nicht sehen. Das eigentliche Problem besteht hierin eher, dass ihr anfangen werdet, einfach schnell zu ziehen, damit ihr halt möglichst viele Aufgaben lösen könnt, ohne euch wirklich die Stellung anzuschauen. Und dadurch würde ich sagen, ist der Lerneffekt einfach minimiert, weil ihr nicht wirklich die Stellung erfasst, sondern einfach möglichst schnell, sagen wir wie es ist, der Mensch ist so, ratet, damit ihr das Rätsel hinter euch bringt. Da ihr 3 Falschangaben haben dürft, ist es eigentlich sogar sinnvoll in Bezug auf die Zeit, dass ihr am Anfang einfach irgendwelche Züge macht, die im ersten Augenblick plausibel aussehen, ohne dass ihr sicher wisst, ob diese Züge gut sind. Ich habe zwischenzeitlich gesehen, dass viele Spieler und auch Streamer am Anfang diesen Puzzle-Rush machen, bevor sie loslegen. Vielleicht um warm zu werden, aber im Grunde genommen, es bringt euch nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, es bringt euer Schach nicht weiter. Lasst das. Es gibt ja noch eine Player vs. Player Variante und das ist der sogenannte Puzzle Battle. Da macht ihr halt den gleichen Kram gegen einen anderen Spieler. Ihr spielt halt gegenseitig auf Zeit. Nach hier ist wieder der Effekt, dass ihr nach dem Min-Max-Prinzip möglichst viele Züge raushaut in möglichst geringer Zeit und dabei die eigentliche Trainingsarbeit vernachlässigt. Ihr werdet wieder unterbewusst anfangen zu raten. Das ist ganz nett, das macht man mal zum Spaß zwischendurch, das ist aber keine wirklich gute Trainingsmethode. Zu guter Letzt gibt es noch den Trainingsmodus. Und das ist ein sehr interessantes Feature, auch wenn es vielleicht ein bisschen überteuert ist, weil ihr hier ganz bestimmte Aspekte trainieren könnt. Ihr möchtet beispielsweise erstickte Mats trainieren, dann wählt ihr das entsprechend aus und falls das ganz neu für euch ist, dann wählt ihr erstmal einen geringen Schwierigkeitsgrad. Und dann bekommt ihr analog zu den Puzzlen erstmal ein einfaches Rätsel. Aber hier habt ihr keinen Zeitdruck. Hier geht es erstmal darum, dass ihr das Motiv lernt. Also der Springer setzt hier matt. Und der König kann halt nirgendwo hinziehen, weil auch dieses Feld vom Springer angegriffen ist. Auch hier gibt es das Freifeld für den Springer. Und der König ist angegriffen. Der Springer kann nicht geschlagen werden. Und sonst kann der König nirgends hin. Ist also matt. Ihr könnt das natürlich stufenweise hochstellen, in diesem Bereich zum Beispiel. Und hier ist es einfach wichtig, dass ihr das Motiv schon kennt. Es gibt halt weiterhin unerstickte Mats. Aber hier wendet ihr die in einer Kombination an.
Der König konnte nicht zurücknehmen, weil der Läufer die Dame gedeckt hat. Jetzt ist der König eingesperrt und jetzt kann man das erstickte Matt machen. Mithilfe der Trainingsaufgaben könnt ihr also bestimmte Schachkonzepte sehr gut üben. Ratsam ist es dennoch, sich entsprechendes Lehrmaterial mal dazu anzusehen, die vielleicht die Konzepte erklären, falls ihr damit dann Schwierigkeiten habt. Aber auf jeden Fall ist das eine Methode, mit der ihr effektiv neue Sachen oder vielleicht Schwachstellen trainieren könnt, mit denen ihr in den Partien ein bisschen Probleme hattet. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem königlichen Spiel. Ciao!